Und 1936, ja, als man mich schon anerkannt hat als einen vierten Juden, da habe ich gedacht, man müsste Schluss machen, weil ihr Vater war ein Finanzbeamter. Und wenn da irgendjemand etwas erfährt, dass die Tochter eines Finanzbeamten mit einem vierten Juden sich trifft, das könnte ein schlechtes Ende haben. Und da habe ich Schluss gemacht mit ihr. Schade. Ой, цветет калина, поле ручья, парня молодого полюбила я. Herr Kellmer, was wollten Sie als junger Mann werden? Oh, die Frage ist ganz interessant. Ich wollte mal ein Kriminalbeamter werden. Warum? Habe ich keine Ahnung. Wir hatten keine Bekannten, die bei der Kriminalpolizei waren, keine Nachbarn, keine Bekannten. Fernsehen gab es damals nicht, dass man jeden Tag einen Krimi sich ansehen konnte. Aber ich wollte von Kindheit, noch in der Schule bin ich gewesen, wollte ich ein Kriminalbeamter werden. Und warum sind Sie es nicht geworden? Nun, meine Eltern wollten, ich sollte ein Schneider werden, das wollte ich überhaupt nicht. Aber später, mein Vater hat ja einen guten Freund, der hat ein gutes Geschäft auf der Johann-Georgen-Allee im Zentrum am Pirnaschen Platz. Das war eine höhere Lehranstalt für Zuschneidekunst und Mode. Er hatte noch einen Modesalon und seine Frau hatte auch einen Modesalon für Frauenhüter auf der Bautzner Straße. Kinder hatten die keine und der Herr Meier, der wollte, dass ich später mal sein Geschäft übernehmen sollte. Er wollte es nicht mehr, dass ich übernehmen sollte, er wollte es mir schenken. Ich habe noch in der Kindheit gehört, als er mit meinem Vater gesprochen hat, und da hat er gesagt, das Geld, was ich habe, das reicht für unser Alter, und wenn es mal so kommt, da werde ich das ganze Geschäft deinem Sohn übergeben. Das war gar keine schlechte Zukunft. Ja. Und da habe ich auch später mal angefangen, bei dem Herrn Meier zu arbeiten. Und ging's Ihnen da gut? Ja, das ging ganz gut. Ich habe ihm gleich gesagt, Herr Meier, die Schneiderei, die wollte ich gar nicht mit dir zu tun haben. Nee, hat er gesagt, du müsst so ungefähr oberflächlich dich mit der Schneiderei bekannt machen. Und das habe ich auch gemacht. Und das hat mir auch später mal mein Leben gerettet, dass ich etwas schneidern konnte. Und wieso? Wieso? Weil ich später mal, als ich in das Lager gekommen bin, und da gab es ja, oder in den Wald gehen Holz fällen, und vielleicht mal auch im Lager als Schneider zu arbeiten. Ja. Und das hat mir viel geholfen. Ich habe ja bei dem Herrn Meier sehr viel gelernt. Er hat mir einen Englischlehrer angenommen, er hat mir einen Lehrer angenommen, da habe ich ungefähr 10 Stunden Psychologe gelernt. Und dann war noch eine Frau da, die musste mir lernen, wie ich mich unter den Prominenten benehmen sollte. Der hat mir sehr viel beigebracht. Das war ganz prima damals. Gibt es da irgendwie eine interessante Begebenheit, wie Sie sich so unter Prominenten bewegt haben? Ja, das gibt's auch. Als ich schon 17 Jahre alt gewesen bin, da war ich auch in einer Tanzstunde. Und später wollte ich ja tanzen gehen. Da hat der Meier gesagt, nee, du kannst nicht hingehen, wo du willst. Du musst hingehen, wo ich dich hinschicke. Nun gut, und dann kam ich nur in die teuersten Restaurants von Dresden. Belvedere kann ich mich erinnern, Bellevue, auf der Prager Straße war dort irgendein Hotel, da war ein teures Restaurant. Und da kam ich war 17 Jahre alt, da kam ich als junger Mann in dieses Restaurant. Und da gab's ein Restaurant, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches es gewesen ist. Da stand auf jedem Tisch eine Nummer. 1, 2, 3 und so weiter. Und da konnte man Postkarten schreiben, irgendjemand. Und da bekam ich mal eine Postkarte und da hat mir eine Frau geschrieben, ich weiß nicht, eine Frau war das, aber ein Mädchen, damals wusste ich das nicht. Sie würde sich gerne mal mit mir bekannt machen. Aber ich habe ja gesehen, den Absender, die Nummer des Tisches, und da habe ich geguckt, da saß eine Frau, die war so ungefähr 28, vielleicht auch 30 Jahre alt. Da habe ich gedacht, was will die von mir? Aber ich habe ihr geantwortet, das könnt ihr machen, ich sollte mal mir sagen, wo sie sich mit mir treffen wollte. Und da hat sie gesagt, wenn ich nichts dagegen habe, dann könnte ich gleich mal zu ihrem Tisch kommen. Da bin ich auch hingekommen und da hat sie mir erzählt, dass sie wohnt auf der Eisenstucker Straße, das ist hinterm Hauptbahnhof, damals sagte man das Schweizer Viertel,
Da hatten sie eine Villa. Sie hatte einen Mann, der war ein Fabrikant. Der hat gesagt, der ist immer im Ausland und ich würde mich gerne mal mit Ihnen etwas näher treffen. Aber ich wusste damals überhaupt noch nicht, was das ist, näher treffen. So ungefähr konnte ich mir das vorstellen, aber ich hatte noch keine Ahnung davon. Und da habe ich auch gesagt, ja, das können wir ja machen, da müsst ihr mich anrufen. Und sie hat mich 2 oder 3 Mal angerufen, aber ich bin nicht hingegangen. Das war ganz interessant. Sonst in den Restaurants manchmal, die haben gedacht, dass ich ein Piccolo sei. Wissen Sie, was das ist, ein Piccolo? Ja. Aber ich war ja gar kein Piccolo. Und was noch im Restaurant interessant war, ich hatte dort, wo ich arbeite, wohnte ein Mädchen, das war meine erste Liebe. Ich war damals so ungefähr 16, 17 Jahre alt, die war 15, 16, ein Jahr ungefähr jünger. Und ich habe mich immer mit ihr getroffen, ihre Eltern wussten das nicht. Und die durften das auch nicht wissen. Und da kam einmal ein Matrose in Urlaub, ein junger Kerl, so ungefähr 20 Jahre alt. Das war ein Bekannter von dieser Familie und die wollten diesen Matrosen mit ihrer Tochter bekannt machen. Und da sind sie in ein Restaurant auch gegangen, tanzen, und diese Renate, so hieß sie damals, die hat mir gesagt, du, ich sollte hinkommen in das Restaurant. Da bin ich mir auch hingekommen, mit einem Freund bin ich hingekommen, und da hat sie getanzt mit diesen Matrosen, und nachher kam ein weißer Tanz, ein Damentanz, und da ist sie aufgestanden zu mir gekommen, hat mich eingeladen. Da haben wir mit ihr getanzt, und nach diesem Tanz sind die sofort fortgegangen, die Eltern mit ihrer Tochter und mit diesen Matrosen. Das war ein großer Skandal, aber was man sollten. Ich hatte mich mit ihr getroffen, nur im Treppenhaus, weiter nirgends. Dort haben wir uns manchmal geküsst, das waren ja noch Kinder. Und 1936, ja, als man mich schon anerkannt hat als einen Vierteljuden, da habe ich gedacht, man müsste Schluss machen, weil ihr Vater war ein Finanzbeamter. Und wenn da irgendjemand etwas erfährt, dass die Tochter eines Finanzbeamten mit einem Vierteljuden sich trifft, das könnte ein schlechtes Ende haben. Und da habe ich Schluss gemacht mit ihr. Schade. Что одна девчина думает о нем. У ручья с калины облетает цвет, а любовь девичья не проходит дней.